Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo David, wie geht es dir heute? Hallo Sarah, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Freizeit sprechen. Hast du ein paar Minuten, um zu plaudern? Ja, das habe ich. Ich spreche gerne darüber, was wir in unserer Freizeit machen. Es ist ein einfaches und unterhaltsames Thema. Prima. Ich habe viele Fragen zu deiner Freizeit. Können wir unsere Ideen und Gewohnheiten austauschen? Natürlich, Sarah. Ich teile gerne meine tägliche Routine und meine Hobbys mit dir. David, was machst du, wenn du Freizeit hast? Nun, Sarah, ich habe viele Aktivitäten in meiner Freizeit. Ich lese gerne, gehe spazieren und spiele manchmal Sport. Ich höre auch gerne Musik und sehe Filme. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ein paar verschiedene Hobbys. Ich zeichne, male und schreibe manchmal Kurzgeschichten. Auch das Kochen und Ausprobieren neuer Rezepte macht mir Spaß. Freizeit ist eine gute Gelegenheit, kreativ zu sein und zu entspannen. Das klingt sehr interessant, Sarah. Ich denke, unsere Freizeitaktivitäten sind unterschiedlich, aber beide sind Spaß und kreativ. Ich liebe es, Bücher zu lesen und neue Dinge zu lernen. Am Wochenende besuche ich oft die Bibliothek. Ich liebe die Bibliothek auch. Manchmal gehe ich dorthin, um zu lesen oder Kunstbücher zur Inspiration anzuschauen. Ich besuche auch gerne lokale Kunstgalerien. Es ist schön, verschiedene Mal- und Zeichentechniken zu sehen. Kunstgalerien sind wunderbar. Ich schaue mir gerne an, wie verschiedene Künstler ihre Ideen ausdrücken. Das macht mich kreativer. Wenn ich in der Galerie bin, verbringe ich oft Stunden damit, die Gemälde zu betrachten und über die Geschichten dahinter nachzudenken. Das stimmt. Jedes Gemälde hat eine Geschichte und jede Geschichte hat ein Gefühl. Apropos Geschichten, ich schreibe in meiner Freizeit gerne Kurzgeschichten. Ich benutze meine Fantasie, um neue Welten und Charaktere zu erschaffen. Schreiben ist ein tolles Hobby. Es hilft dir, deine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Manchmal versuche ich, ein Gedicht oder einen Tagebucheintrag zu schreiben. Das lässt mich über meinen Tag und meine Träume nachdenken. Ja, Schreiben hilft mir, meine Emotionen zu verstehen. Ich lese auch gerne Romane. Sie entführen mich an verschiedene Orte und lassen mich viele Leben in meinem Kopf leben. Romane sind großartig. Ich mag besonders Abenteuergeschichten und Krimis. Sie sind spannend und unterhaltsam zu lesen. Lesen macht meine Freizeit sehr angenehm. David, was machst du neben Lesen und Schreiben, um dich zu entspannen? Ich gehe gerne im Park spazieren. Das Gehen in der Natur hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und mich ruhig zu fühlen. Oft höre ich dabei Musik. Das macht das Erlebnis noch besser. Ich genieße auch Aktivitäten im Freien. Manchmal fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe joggen. Frische Luft und Bewegung sind wichtig für meine Gesundheit und meine Stimmung. Ja, Sport ist eine tolle Möglichkeit, um sich zu entspannen und Energie zu tanken. Am Wochenende spiele ich gerne Fußball mit meinen Freunden. Das macht Spaß und hält mich fit. Sport ist eine gute Möglichkeit, um Spaß zu haben und neue Freunde zu finden. Manchmal trete ich einem örtlichen Tennisclub bei. Ich genieße den freundlichen Wettbewerb und die Bewegung. Tennis ist ein großartiger Sport. Es hilft dir, deine Reflexe zu verbessern und aktiv zu bleiben. Ich denke, es ist eine gute Idee, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Das macht deine Freizeit interessanter. Da stimme ich zu.
Ich probiere gerne neue Aktivitäten aus. Manchmal nehme ich sogar an einem Tanzkurs teil. Es macht Spaß, neue Schritte zu lernen und die Musik zu genießen. Tanzkurse sind aufregend. Sie helfen dir, dich auszudrücken und glücklich zu fühlen. Ich würde auch gerne eines Tages einen Tanzkurs ausprobieren. David, verbringst du einen Teil deiner Freizeit mit digitalen Aktivitäten wie Videospielen oder sozialen Medien? Ja, ich verbringe etwas Zeit am Computer und am Handy. Ich spiele gerne einfache Videospiele und chatte mit meinen Freunden in sozialen Medien. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, mich zu entspannen, aber ich versuche nicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen. Das geht mir ähnlich. Ich benutze mein Handy, um Nachrichten zu checken und im Internet zu surfen, aber ich versuche auch, ein Buch zu lesen oder nach draußen zu gehen, anstatt den ganzen Tag drinnen zu bleiben. Es ist wichtig, die Bildschirmzeit mit anderen Aktivitäten in Balance zu halten. Ich stelle oft einen Timer, wenn ich spiele, damit ich nicht die Zeit aus den Augen verliere. Es ist eine gute Idee. Manchmal stelle ich auch einen Timer ein. Das hilft mir, mich daran zu erinnern, auch andere Dinge zu tun, wie Zeichnen oder Sport. Sarah, ich bin neugierig. Wie planst du deine Freizeit während der Woche? Ich habe eine einfache Routine. Tagsüber arbeite oder studiere ich und am Abend habe ich ein paar Stunden Freizeit. Diese Zeit verbringe ich meistens mit meinen Hobbys. Am Wochenende habe ich mehr Freizeit, also plane ich verschiedene Aktivitäten. Ich habe auch einen Tagesablauf. Ich arbeite morgens und am frühen Nachmittag. Am Abend lese ich gerne oder gehe spazieren. Am Wochenende versuche ich, viele der Dinge zu tun, die ich liebe, wie den Besuch des Museums oder den Besuch einer lokalen Veranstaltung. Die Planung deiner Freizeit ist sehr wichtig. Sie hilft dir, die Dinge zu tun, die dir Spaß machen und nach einem arbeitsreichen Tag zu entspannen. Ja, ich benutze einen kleinen Planer, um meine Aktivitäten aufzuschreiben. Es gibt mir ein Gefühl von Organisation und Freude, wenn ich sehe, dass meine Freizeit mit tollen Plänen gefüllt ist. Manchmal benutze ich einen Kalender auf meinem Handy, um mich an meine Hobbys und Aktivitäten zu erinnern. Das ist eine gute Möglichkeit, meine Freizeit im Blick zu behalten. Sarah, hast du Hobbys, die du alleine oder mit Freunden machst? Ich habe eine Mischung aus beidem. Ich zeichne und male gerne alleine in meinem kleinen Kunststudio zu Hause. Das ist eine sehr persönliche und ruhige Zeit für mich. Aber ich koche auch gerne mit meinen Freunden. Manchmal veranstalten wir eine kleine Dinnerparty und teilen unsere Lieblingsrezepte. Das klingt wunderbar. Ich koche auch gerne und es macht mehr Spaß, wenn man es mit Freunden macht. Ich spiele auch gerne Fußball und Tennis mit meinen Freunden. Diese Sportarten sind eine großartige Möglichkeit, um zusammen Spaß zu haben. Ja, Aktivitäten mit Freunden zu machen, macht sie noch angenehmer. Manchmal nehme ich an einem Buchclub teil. Wir treffen uns alle 2 Wochen, um einen Roman zu diskutieren und unsere Gedanken zu teilen. Das ist eine schöne Möglichkeit, neue Freunde zu finden und von anderen zu lernen. Ein Buchclub ist eine großartige Idee. Ich würde auch gerne eines Tages beitreten. Es ist gut, über Ideen zu sprechen und von unterschiedlichen Meinungen zu lernen. David, hast du in letzter Zeit neue Hobbys ausprobiert? Ja, ich habe kürzlich angefangen, Gitarre zu lernen. Ich mochte Musik schon immer und jetzt übe ich jeden Tag ein wenig. Es ist herausfordernd, aber sehr unterhaltsam. Das ist spannend. Ich habe auch darüber nachgedacht, ein Musikinstrument zu lernen, vielleicht eines Tages das Klavier. Im Moment genieße ich es, Musik zu hören und manchmal mitzusingen.
Musik ist ein wunderbares Hobby. Sie macht gute Laune und kann sehr entspannend sein. Ich gehe auch gerne zu kleinen Konzerten in meiner Stadt. Das ist eine großartige Möglichkeit, lokale Talente zu sehen und Live-Musik zu genießen. Ich liebe Konzerte. Sie sind immer voller Energie und Spaß. Manchmal gehe ich mit Freunden und wir sprechen über unsere Lieblingssongs und Künstler. Sarah, gibt es ein Hobby, das du ausprobieren möchtest, aber noch nicht gemacht hast? Ja, ich würde gerne Fotografie ausprobieren. Ich liebe die Natur und Kunst. Und ich denke, Fotografie ist eine schöne Möglichkeit, einen Moment festzuhalten. Ich plane bald einen kurzen Kurs zu belegen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich wollte schon immer mehr über das Kochen lernen und neue Rezepte aus verschiedenen Kulturen ausprobieren. Vielleicht werde ich eines Tages einen Kochkurs machen. Kurse sind eine gute Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und neue Leute zu treffen. Ich glaube, Freizeit ist nicht nur zum Ausruhen da, sondern auch dazu, zu wachsen und neue Interessen zu erkunden. Ich stimme zu. Neue Hobbys auszuprobieren macht die Freizeit interessanter und hilft dir, mehr über dich selbst zu lernen. David, wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Hobbys verbringst? Wenn ich Zeit mit meinen Hobbys verbringe, fühle ich mich glücklich und entspannt. Es ist eine Auszeit von meiner Arbeit und dem Alltagsstress. Ich fühle mich kreativer und energischer. Hobbys helfen mir, mich auszudrücken und geben mir ein Gefühl von Freiheit. Ich empfinde das Gleiche. Wenn ich male oder schreibe, vergesse ich meine Sorgen und genieße den Moment. Hobbys sind sehr wichtig für unsere psychische Gesundheit. Sie geben uns Zeit, wir selbst zu sein und das zu tun, was wir lieben. Ja, Freizeit ist ein Geschenk. Es ist unsere Chance, die Dinge zu tun, die uns zum Lächeln bringen und uns lebendig fühlen lassen. Ich freue mich immer auf meine Freizeit, weil ich weiß, dass ich etwas Spaßiges und Kreatives machen kann. David, denkst du, dass du genug Freizeit in deinem Leben hast? Ich versuche meine Arbeit und meine Hobbys in Balance zu halten, aber manchmal fühle ich mich sehr beschäftigt. Ich wünschte, ich hätte mehr Freizeit, um all die Dinge zu tun, die ich liebe. Ich lerne, Nein zu zusätzlichen Arbeiten zu sagen, damit ich etwas Zeit für mich selbst behalten kann. Das ist wichtig. Ich versuche auch, meine Zeit gut zu managen. Ich plane meine Tage so, dass ich jeden Tag ein paar Stunden Freizeit habe. Es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass Freizeit für ein glückliches Leben unerlässlich ist. Ja, wir müssen Zeit für die Dinge schaffen, die wir lieben. Ich denke, selbst eine kleine Menge Freizeit jeden Tag kann einen großen Unterschied darin machen, wie wir uns fühlen. Ich stimme zu. Ich versuche immer jeden Tag mindestens 30 Minuten für meine Hobbys einzuplanen, auch wenn ich beschäftigt bin. Das hilft mir, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Kleine Gewohnheiten können zu großen Veränderungen führen. Ich versuche jeden Tag ein wenig zu lesen oder 15 Minuten Gitarre zu üben. Diese kleinen Handlungen machen meine Freizeit sehr bedeutungsvoll. David, welchen Rat würdest du jemandem geben, der seine Freizeit besser nutzen möchte? Ich würde sagen, plane zuerst deinen Tag. Wisse, wann du Freizeit hast und was du tun möchtest. Zweitens, probiere verschiedene Aktivitäten aus. Habe keine Angst, neue Hobbys auszuprobieren. Und drittens, nimm dir jeden Tag Zeit für dich selbst, auch wenn es nur ein bisschen ist. Das ist guter Rat. Ich denke, viele Menschen vergessen, ihre Freizeit zu planen und enden damit fernzusehen oder auf ihren Handys zu scrollen. Planung kann helfen, die Zeit kreativer zu nutzen. Ja, ein einfacher Zeitplan kann einen großen Unterschied machen.
Ich empfehle auch, über das nachzudenken, was dich glücklich macht. Wähle Hobbys, die dir wirklich Spaß machen und dir helfen, dich zu entspannen. Ich werde daran denken. Ich versuche immer Aktivitäten auszuwählen, die mir ein gutes Gefühl geben. Danke, dass du deine Ideen mit mir geteilt hast, David. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Gern geschehen, Sarah. Ich habe es genossen, über Freizeit und Hobbys zu sprechen. Es ist schön, unsere Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Ich stimme zu. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über unsere Hobbys sprechen und vielleicht sogar einige neue Aktivitäten zusammen ausprobieren. Ja, das wäre sehr lustig. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen tollen Tag, Sarah. Danke, David. Dir auch. Auf Wiedersehen. Danke, dass du den Übungsgesprächen auf Deutsch zugehört hast. Schalte morgen wieder ein für mehr Übung. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, abonniere, like und hinterlasse einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Übe weiter und bleib glücklich.